Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Ihr seht jetzt gerade nur Karton, aber wir packen das jetzt gleich mal aus. Und zwar habe ich auf einer Webseite, wo ich angemeldet bin, die Anfrage bekommen, ob ich darüber, oder konnte man sich bewerben, ob ich darüber Videos machen will. Das ist so ein, ja, wie soll ich das beschreiben, so ein Geruch-Urin-Entferner für Haustiere und hast nicht gesehen. So, achso, hier sind die Schilder abgefallen. So, wir haben hier auch noch so Spray. Da sind die Schilder ab. Ich hänge die mal hier so wieder ran. So. Jetzt fragt ihr euch, warum gerade sowas zeigen? Weil ich es interessant finde und weil ich schon mal Erfahrung mit so einer Art Spray gemacht habe. Hier haben wir Geruchs- und Fleckenentfernung enzymreinigend. Enzymreinigend ist halt Kotze, Kacke, Pisse auf der Couch, ja, Puller von der Katze. Das solltet alles entfernen. Zu den dreien kommen wir gleich. So, das solltet entfernen. Ich habe schon mal vom Biodor, was ihr habt, ihr könnt das sehen, Biodor Pet. Das habe ich als Komplettpaket gekauft, das ist schon ewig her, viele, viele Jahre. Da war diese Flasche mit bei und die Biodor-Reinigung. Die Flasche ist kontraproduktiv. Ich hoffe, das ist bei der hier viel besser. Die sieht etwa so aus, aber hier, wenn ich zu schnell, erstmal hakt es, und wenn ich zu schnell drücke, dann bricht es da unten raus, dann muss man das mit Hand hier wieder reinmachen. Jedes Mal. Von Anfang an. Ich habe so versucht zu reklamieren, haben sie gesagt, das ist kein Fehler, das ist halt so. Fand ich sehr bedenklich, also deswegen, aber es hat halt relativ das gemacht, was es sollte. So, aber wir brauchen halt noch mal was Neues, weil der Kater von meiner Freundin, der hat irgendwie so einen kleinen psychischen Fehler, wenn er sich erschreckt oder sich erschreckt fühlt. Dann geht er aufs Sofa und pinkelt aufs Sofa. Sie hat jetzt schon ein neues Sofa, jetzt hat sie so Aludecken drauf und so. Das ist meiner, der macht nichts. Deswegen brauchen wir ganz, ganz dringend. Und Frauchen hat gesagt, ich soll mal gucken. Und dann kam mir, das hat mir 2 Tage vorher, hat sie mir gesagt, die sucht sowas. Und dann kam die auf der Webseite, und da habe ich gesagt, das muss ich dann gleich, geh mal runter. Runter. Oh, runter. Jetzt nicht hier. Und dann habe ich gesagt, na, das musst du doch gleich mal nachfragen. Und ich habe auch Glück gehabt und habe die Zusage gekriegt. Hier steht es dann nochmal in anderen Sprachen drauf. Und ich habe auch mir schon Bewertungen dazu durchgelesen. Ich hatte Videos geguckt und das sah alles extrem toll aus, muss ich dazu sagen. So. Ach nee. Das ist ja clever. Ach, die haben auch noch andere Sorten. Ich habe gedacht, das ist eine einzelne Flasche und wir haben dann halt eine Flasche hier drin, so eine kleine, so wie hier, aber das ist ja viel größer und man muss sich das selber anmischen, hier, wie hier, so viel Wasser, so viel Animal-Zeug. Nein, das ist alles hier schon fertig, das ist ein komplettes Paket, ja, und man macht einfach das nur rauf. Und dann kann man loslegen. Zack, 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 zack. Das ist ja geil. Also das finde ich schon mal richtig toll. Das finde ich richtig toll, dass das so ist. So, jetzt muss ich das aber erstmal kurz hier wieder beiseite machen. Wir müssen uns die 3 kleinen angucken, die noch mit bei sind. Ich brauche es auch fürs Auto, weil meine Frau sagt, hinten riecht es nach Katzenurin. Oder so, weil vielleicht vom Vorbesitzer, ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt nichts gerochen, aber meine Frau hat eine viel bessere Nase als ich. So, und für Matratzen, also für Babymatratzen geeignet. Also ist nicht nur für Haustiere oder Haustierbesitzer gedacht. Nee, das ist auch, wenn ihr, das soll jetzt nicht doof klingen, ältere Semester zu Hause habt mit Windeln oder zur Pflege oder so, oder die halt pflegt, oder halt Kinder, Babys. Wenn dann, ihr wisst, die sind nicht gleich stubenrein,
Kinder, das ist logisch, unsere war auch nicht gleich rein, das kommt, ist halt, das gehört dazu und ist auch nicht schlimm. Aber warum denn immer eine neue Matratze? Man gibt ja auch so Überdinger, aber kann immer mal was daneben laufen oder so. Und das beseitigt halt auch Urin. Ja, für Polster, Matratzen, Textilien, Teppiche. Ja, Teppiche will ich benutzen. Teppiche will ich benutzen im Auto auch. Frauchen auch. Sonst habe ich ja hier keinen Teppich und Textilien wollen wir auch benutzen. Ich weiß aber nicht, ob ich das auf Leder benutzen darf. Das muss ich mir erstmal schlau machen. Trennung, gebunden. Wann ist der Kleine geschrieben? Tierumgebung. Boah, also da vielleicht ein bisschen heller oder nicht gerade weiß oder so. Ne, vielleicht soll es ja nicht so auffällig sein, aber also ich habe meine Brille auf, ich habe sowieso Probleme und ich habe Probleme, das hier oben zu lesen. Das andere ging alles, aber das habe ich Probleme gehabt zum Lesen. So. Und dann haben wir hier, müssen wir mal gucken, ist das das gleiche? So, hier haben wir noch kleine Geruchs- und Flecken entfernen. Enzym. Das ist praktisch die kleine Variante davon, oder wie? Ah, das ist ja clever. Ah, da haben sie jetzt schon einen Pluspunkt, dass es auch so was Kleines gibt. Ja, das ist praktisch das gleiche, bloß in klein. Also da haben sie schon mal einen Pluspunkt. Das ist alles komplett fertig. Man muss nicht selber anmischen. Hier einfach abschrauben, das rauf und sprühen. Das werden wir auch die Tage jetzt testen. Dann kommt auch das Fazit-Video. Vielleicht auch ein Video zum Anwenden. Je nachdem, ob Frau was dagegen hat oder nicht. Im Auto werde ich es vielleicht filmen können, wie ich es anwende. Und dann hat man hier eine kleine. Ah, das ist ja clever. Teste mich. Steht hier drauf. Ja, kann man mit so einem kleinen holen, testen und wenn das dann cool ist, holt man sich so eine große Flasche. Fiese Gerüche kommen zurück. Nicht mit mir. Das klingt gut. Weil viele denken auch immer, wenn die jetzt einen Urin oder einen Kackefleck haben und die machen das vom Teppich weg oder vom Möbelstück oder so, dann ist das weg. Das ist ja eingezogen. Also vor allen Dingen Urin. Wenn jetzt nur eine Wurst drauf ist, ein bisschen was, aber bei Urin ist es ja viel, viel mehr, was einzieht. Und dann macht ihr das großzügig rauf. Das geht auch rein, logisch. Und das zersetzt praktisch, ist eher Enzymreiniger. Ja, der zersetzt die Enzyme vom Pipi. Und dadurch riecht es dann nicht mehr nach Pipi. Ich kann es euch nicht besser erklären. Ich habe schon verschiedene Sorten probiert. Mit einigen war ich zufrieden, mit einigen war ich absolut nicht zufrieden. Deswegen habe ich euch das ja gezeigt, weil, wie gesagt, das hatte ich auch mal vor ein paar Jahren. Biodor PET. An sich bin ich damit zufrieden gewesen. Nachteil ist diese Flasche und diese Ding, war von Anfang an defekt und wurde mir auch nicht per Reklamation irgendwie so ein neuer Verschluss irgendwie geschickt. Das Mischen geht relativ gut, aber ist halt, wenn man es halt schnell braucht oder muss, dann ist halt so ein Tester ganz gut zum Testen. Gab es da nicht. Oder so eine große Flasche, wo man einfach abschraubt, draufschraubt, fertig und dann hat man Ruhe. Ja, und nicht irgendwas mit anmischen oder sowas. Da hat das schon mal Vorrang. Dann hatte ich auch noch preisgünstige Varianten aus dem Discounter, beziehungsweise auch von Amazon und anderen Möglichkeiten. Auch aus Polen haben wir uns was mitgebracht. Aber das war alles sehr kontraproduktiv und hat entweder gar nicht funktioniert oder hat es noch stinkender gemacht. Ja, also eins von beiden, also gar nicht funktioniert oder noch stinkender gemacht. Also geholfen, eins hatten wir, was minimal verbessert hat, ganz minimal, aber das ist so wenig, dass das halt eher zu gar nicht funktionieren zählt.
Aber hier bin ich mal gespannt, was da noch auf uns zukommt. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen und ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.